Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. In diesem Video möchte ich euch die Reolink RLC 1240A Domkamera vorstellen. Das Besondere an dieser Kamera ist, dass sie im Gegensatz zu vielen anderen Modellen keine 8 Megapixel Auflösung oder 4K bietet, sondern 12 Megapixel. Also eine enorm hohe Auflösung, mit der man Nummernschilder, Gesichter auch auf weite Entfernungen wunderbar erkennen kann. Darüber hinaus hat diese Kamera eine IK10-Zertifizierung. Das bedeutet, dieses Teil ist bruchsicher, vandalismussicher. Ob die Werbeversprechungen wirklich funktionieren und das Teil sein Geld wert ist, das erfahrt ihr in diesem Video, in dem ich euch zeige, wie ihr das Teil installiert, wie ihr es einbaut, wie ihr es in der App installiert und wie ihr die Aufnahmen abfragt. Wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran, denn gleich geht's los. Mit 4512 x 2512 Pixeln, also insgesamt 12 Megapixel Auflösung, bietet diese Kamera ein gestochen scharfes Bild. Ich habe die RLC 1240 schon als normale Bullet-Kamera dort oben hängen und zusätzlich nun eben von Reolink als Dom-Variante zur Verfügung gestellt bekommen. Diese Variante richtet sich an all diejenigen, die die Kamera in Griffweite möglicher Täter installieren müssen. Sprich, ihr müsst die Kamera sichern vor Diebstahl, vor Vandalismus. Dafür ist das Teil gemacht mit einer Kuppel, IK10 zertifiziert, bedeutet, dass eben auch starke Stöße mit Werkzeugen dieser Kuppel nichts anhaben können, keine Kratzer, kein Schlieren, und das Teil wird richtig massiv festgeschraubt, merkt ihr am Material, das klaut euch so schnell auch keiner. Ich werde das Teil euch jetzt erstmal oben im Büro aus der Nähe vorstellen und anschließend zeigen, wie ihr es im Client, am PC oder eben an der App, am Computer bzw. Telefon installieren könnt, und danach zeige ich euch mal ein paar schöne Bilder, die ich mit dieser Kamera hier bei mir auf dem Testgrundstück im Garten aufgenommen habe. Hier ist sie nun, die RLC 1240A. Eine Kamera, die in zwei Punkten besonders hervorsticht. Zum einen liefert sie echte 12 Megapixel Auflösung und ist IK10 zertifiziert gegen Vandalismus. Was das genau bedeutet und wo der Unterschied zu anderen Kameras liegt, schauen wir uns jetzt einfach mal Schritt für Schritt an. Beginnen wir mit der Auflösung. Die RLC 1240A nimmt Videos mit 4512 x 2512 Pixeln auf. Das sind 12 Megapixel insgesamt. Zum Vergleich, eine klassische Full-HD-Kamera hat nur ungefähr 2 Megapixel und eine moderne 4K-Kamera liefert ungefähr 8 Megapixel. Ihr habt also bei 12 Megapixel rund 50% mehr Bildinformationen als bei einer 4K-Aufnahme. Und das sieht man auch deutlich. Insbesondere bei weiter entfernten Objekten oder kleinen Details könnt ihr problemlos ranzoomen, auch in den Aufnahmen später ranzoomen und seht wirklich, was ja sich hinter diesen Details verbirgt. Das ist ein deutlicher Unterschied zu 4K. Tja, und die Linse hat eine Brennweite von 2,8 mm und eine Blendenöffnung von 1,6. Das ermöglicht ein besonders weites Sichtfeld von ungefähr 145 Grad in der Diagonalen. Damit könnt ihr doch recht große Bereiche wie eine Hauswand oder einen Eingangsbereich, Carportbereich und so weiter aufnehmen. Ihr braucht also letztendlich nur eine Kamera und nicht zwei Kameras, um den gleichen Bereich abzufilmen oder zu überwachen. Die meisten anderen Kameras schaffen nämlich nur 90 bis ungefähr 100 Grad. Du brauchst insgesamt daher weniger Geräte. Ein echtes Highlight ist zudem die IK10-Zertifizierung. Diese Kennzeichnung ist die höchste Stufe der Stoßfestigkeit für Überwachungskameras. Und IK10 bedeutet, dass dieses Gehäuse einem Aufprall von 20 Joule standhält. Das ist vergleichbar mit einem kräftigen Schlag durch einen harten Gegenstand, wie zum Beispiel einen Hammer oder eine Eisenstange. In der Praxis bedeutet das, ja, du kannst die Kameras dort installieren, wo auch Vandalismus möglich wäre, und die Kamera ist dennoch geschützt. Denn wenn ihr jetzt hier einfach mal schaut, ihr seht, da ist kein Kratzer, kein Fleck, irgendwas drauf. Diese ja, Oberfläche, diese Kuppel besteht auch nicht aus Glas. Das fühlt sich eher an wie Plastik. Irgendein Plastikzeug ist das. Auf jeden Fall ist das extrem stabil. Bedeutet, ihr könnt diese Kamera eben dort installieren, wo Vandalismus vorkommen kann, wo jemand die Kamera zerstören möchte. Durch das massive Metallgehäuse ist sie auch gegen Diebstahl geschützt. Also auch Diebstahl runterreißen irgendwo ist nur sehr, sehr schwer möglich. Macht diese Kamera durchaus auch für den professionellen Einsatz interessant. Auch bei der Nachtsicht hat die RLC 1240A einiges zu bieten. Für die klassische Infrarot-Nachtsicht habt ihr zwei Infrarot-LEDs mit 850 Nanometern und könnt damit knapp 30 Meter ausleuchten. Viel mehr ist da aber nicht möglich. Alternativ könnt ihr auch die integrierten Spots nutzen.
Die haben jeweils 3 Watt mit ungefähr 3000 Kelvin Lichttemperatur und dadurch könnt ihr auch bei kompletter Dunkelheit ein farbiges Bild erzeugen, weil diese LED-Spots doch die Umgebung relativ gut ausleuchten. Ihr könnt so ja die Farbe von Kleidung, von Fahrzeugen, was auch immer da passiert ist, was ihr filmen möchtet, aufnehmen. Die Kamera verfügt außerdem über ein Zwei-Wege-Audiosystem. Ihr habt zum einen ein Mikrofon eingebaut, um zu hören, was draußen passiert, und einen Lautsprecher, um mit der Gegenseite auch zu sprechen. Das berühmte Beispiel, dem Postboten zu sagen, legt das Paket doch einfach da ab, ich bin gerade nicht zu Hause, funktioniert natürlich auch mit dieser Kamera. Die Stromversorgung erfolgt entweder über PoE, also direkt über ein stromversorgtes Netzwerkkabel, oder über 12 Volt Gleichstromspannung, die ihr hier auch mit anschließen könnt. Das macht die Installation relativ einfach und vor allen Dingen brauchst du kein zusätzliches Kabel oder irgendwas ziehen. Es reicht letztendlich ein einzelnes Netzwerkkabel, das die Kamera die Daten abnimmt und gleichzeitig mit Strom versorgt. Apropos Daten abnehmen. Speichern kannst du die Aufnahmen natürlich auch. Entweder auf einer SD-Karte, maximal 256 Gigabyte akzeptiert die Kamera, oder ihr speichert die Daten auf eurem NVR oder auf eurem Home Hub oder in der Cloud. Alle diese Möglichkeiten stehen euch natürlich frei. Wenn ihr das direkt auf der Kamera speichert, könnt ihr entweder die Speicherkarten von Reolink verwenden. Hier ist meine 128 Gigabyte Karte oder alternativ hier eine 256 Gigabyte Karte. Wichtig ist nur, dass die Schreibgeschwindigkeit hoch genug ist und die Karten auch den Temperaturschwankungen standhalten, die dieser Kamera durchaus unterliegt. Tja, was könnt ihr überhaupt aufzeichnen? Ganz klar, ihr habt eine Bewegungserkennung, ihr habt eine 24/7 Daueraufnahme, ihr könnt Zeitpläne hinterlegen und auch eine Zeitrafferfunktion. Ja, Zeitraffer, richtig gehört. Das bedeutet, dass ihr am Menü der Kamera einstellen könnt, dass ihr über einen bestimmten Zeitraum, den ihr frei definieren könnt, ja, die Kamera immer wieder kleine Schnappschüsse machen soll und die werden zu einem gesamten Zeitrafferfilm zusammengesetzt. So könnt ihr zum Beispiel den Bau eines Hauses sehr schön filmen oder einen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Wolkenbewegung und so weiter, ist alles kein Problem. Wenn euch das näher interessiert, dann schaut mal oben rechts in die Ecke, dort findet ihr meine Playliste. Ich habe zu den gesamten Kameras, die ich ja im Laufe der Zeit getestet habe, auch jeweils Nachtaufnahmen zur Verfügung gestellt. Diese Nachtaufnahmen habe ich ausnahmslos alle mit dieser Zeitrafferfunktion erstellt und auf die Art und Weise könnt ihr euch mal ein Bild machen. Erstens, wie gut ist die Nachtqualität und zum anderen, wie schaut denn so eine Zeitrafferaufnahme auf? Wäre das vielleicht was für ein ganz anderes Projekt für mich? Und wenn ihr einmal in der Playliste seid, schaut am besten auch gleich mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr viele weitere Informationen zu dieser Kamera. Dort findet ihr die Promo-Links von Reolink, um das Teil direkt kaufen zu können. Dort findet ihr andere Links von mir, zum Beispiel für PoE-Switches, für die notwendigen Kabel. Wenn ihr mögt, einfach draufklicken, kaufen. Kein Nachteil für euch und eine kleine Provision für meinen Kanal. Danke an der Stelle schon mal und wenn es euch bis hierher gefallen hat, den Daumen nach oben nicht vergessen, Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Denn an der Stelle schon mal der kleine Spoiler. Wie bei allen anderen Kameras, die ihr jetzt gerade hier nicht seht, die stehen in der Ecke, die sammle ich und dann wird es höchstwahrscheinlich zu Weihnachten wieder ein riesengroßes Gewinnspiel geben, wo es jeden Tag eine neue Kamera zu gewinnen gibt, allerdings nur für meine Abonnenten. Unter dem Strich ist die Reolink 1240A eine Kamera, die besonders durch hohe Bildqualität und ihre Widerstandsfähigkeit überzeugt. Im nächsten Schritt zeige ich euch die Installation bei mir draußen im Garten und anschließend noch ein paar Testaufnahmen, die ich machen werde und hier im Video mit einspiele. Das kennt ihr ja bereits. Kleiner Tipp von mir noch, bevor ihr die Kamera am Einsatzort montiert, solltet ihr sie vorab installieren und zwar in eurem Netzwerk. Bei einer PoE-Kamera ist das relativ einfach. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Schaut mal oben rechts in die Ecke, da verlinke ich euch das. Die Kurzform zur Einrichtung im Netzwerk lautet, ihr nehmt euer Netzwerkkabel vom PoE-Switch, steckt das einfach nur in die Adapterbuchse hier an und anschließend richtet ihr im Client, den ihr hinter mir gerade seht, oder alternativ in der App die Kamera ein. Sprich, ihr hinterlegt das Kennwort für die Kamera. Dann könnt ihr in den Einstellungen das Feintuning vornehmen, könnt die Bildsachen und so weiter bearbeiten. Auch dazu habe ich ja schon mal ein separates Video gemacht. In diesem Video werde ich da nicht tiefer drauf eingehen, aber ich werde euch nachher zeigen, wie ich die Kamera bei mir draußen im Garten installiere und insbesondere, wie ich es schaffe, die Kamera so in der richtigen Position auszurichten, dass ich auch das filme, was ich tatsächlich filmen möchte. Doch genug geschwätzt. An der Stelle raus in den Garten. Ich zeige euch mal, wie ich das Teil an meinem Holzregal montiere.
Kommen wir zum nächsten Akt der Installation der Kamera, der Montage. Die Kamera hat auf der Rückseite 3 Schraublöcher, durch die die Kamera an der Wand befestigt wird. Um an die Schraublöcher ranzukommen, also hier was durchzuschrauben, müsst ihr vorab natürlich die Kuppel abnehmen. Ich habe diese 3 Imbusschrauben, die hier befestigt sind, schon mal gelockert. Ich habe sie aber noch nicht abgemacht, denn ich möchte euch vorher noch was anderes zeigen. Und zwar die Befestigung der Kamera ist zum einen möglich direkt an der Wand. Also ihr könnt das Ganze direkt an die Wand schrauben, habt hier ein bisschen Platz, um das Kabel entsprechend zu positionieren. Und dann könnt ihr mit diesem Kabel direkt durch die Wand durchgehen und von der Länge her, ja gut, eine 36er Wand dürfte gerade so noch funktionieren. Ich bin da kein großer Freund von. Ich verwende gerne diese Installationsdosen, solche hier. Das ist jetzt keine Original-Reolink-Dose. Und an der Dose gibt es jetzt ja nicht viel zu meckern. Die verwende ich sehr gerne, zum Beispiel für die Trackmix-Kamera, die ich hier habe, oder die Elite X Pro. Die Kameras können direkt über die verschiedenen Schraublöcher hier befestigt werden. Und das Schöne ist, die Kabelpeitsche kann in diesen Dosen aufgewickelt werden und kann hier schön verstaut werden, dass das Ganze sauber aussieht und vor allen Dingen auch sicher ist, vor Regen, Wetter und Vandalismus natürlich auch geschützt ist. Die Dosen, die ich bisher verwendet habe, diese kleinen Dosen, die B10-Dosen bzw. jetzt die No-Name-Dosen, die ich hier habe, die passen aber nicht an die Domkameras. Das seht ihr, denke ich, hier ganz gut, wenn ich das mal vom Größenverhältnis her zeige. Ich habe hier die beiden Schrauben und mal so eine Montageplatte, wenn ich die jetzt hier dagegen halte, die Löcher sind viel, viel kleiner, das Ganze ist viel, viel kleiner. Da muss ich sagen, bräuchte es vielleicht eine D20-Dose. Das sind die Verteilerdosen für die Domkameras. Wenn ihr dazu Erfahrung habt, schreibt mir gerne mal einen Kommentar unter das Video, denn mit den Teilen habe ich noch gar nichts zu tun gehabt. Und gebt mir einfach mal ein Feedback, ob die D20-Dosen perfekt passen für die RLC 1240A oder eben andere Domkameras. So. Weiter geht's im Skript. Ich werde jetzt diese eine verbliebene Schraube noch öffnen. Der Imbusschlüssel ist übrigens im Paket inbegriffen. Was ich sehr schön finde, ist, dass die Schrauben gegen Herausfallen gesichert sind. Ihr seht das jetzt hier, die schauen noch raus, die fallen nicht durch und auch die Kuppel selber ist mit einem Strick gesichert, dass da nichts weiter passieren kann. Und ihr habt jetzt hier die Innenseite der Kamera, so schaut das Ganze aus und vielleicht kann man es erkennen. Hier ist ein Gradanzeiger mit positioniert und ihr habt die Möglichkeit, die Kamera zu drehen. Viel ist es nicht, aber es sind schon ein paar Grad, die ich drehen kann. Und mit Lockerung der Schraube hier an der Seite kann ich auch die Neigung einstellen. Die Reolink RLC 1240A habe ich nun an der Anschlussdose befestigt. Mit einer einzelnen Schraube ist sie an dieser vorgebohrten Löcher befestigt und den Deckel selber habe ich an der Anschlussdose ebenfalls mit 2 Schrauben befestigt. Im Inneren ist die Kabelpeitsche gut verstaut, man sieht nicht, das Ganze ist geschützt gegen Vandalismus. Das ist ein Provisorium, ihr solltet bei euch natürlich mehrere Schrauben befestigen. Die Kamera kann ich nun ausrichten auf das Areal, das ich hier filmen möchte und dazu nutze ich einfach mein Smartphone. Ich habe die Kamera ja bereits eingerichtet gehabt und ihr seht jetzt hier das Bild und über dieses Bild kann ich dann die Kamera entsprechend so in der Höhe, in der Neigung und gegebenenfalls auch im Drehwinkel anpassen, damit das, was ich sehen möchte, auch wirklich auf dem Bild drauf ist. Was tatsächlich nicht wirklich funktioniert, ist ein Schwenk nach rechts oder nach links. Das funktioniert nicht, sondern ihr könnt die Kamera immer nur drehen und dann eben hoch und runter schwenken. Das muss euch bewusst sein. Entsprechend muss vorneweg das Gehäuse vielleicht auch mit einem anderen Winkel befestigt werden, wenn ihr da andere Perspektiven braucht. Deswegen vorneweg schon mal einrichten, die Kamera trocken irgendwo an die Wand halten und schauen, wo ist der beste Winkel, wie funktioniert es am besten. Ich habe das Ganze jetzt hier schon gemacht. Mein letzter Schritt wird folgender sein. Ich werde die Kuppel wieder auf die Kamera aufschrauben. Über die 3 Imbusschrauben geht das relativ einfach. Worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, ist, dass in der Kuppel innen drinne keine Fettfinger, kein Schmutz, kein irgendwelche Schmierfilme und ähnliches sind, denn das seht ihr dann hinterher auf dem Video. Außen kann ich es jederzeit abwischen, aber innen sollte das Teil auf jeden Fall sauber sein. Kommen wir zum Feedback der RLC 1240A. Diese Kuppelkamera hat mich grundsätzlich überzeugt, aber einen Nachteil gibt es, der doch meiner Meinung nach sehr, sehr schwer wiegt. Die Kamera hat eine gestochen scharfe Auflösung. Ich kann Sachen sehr, sehr gut erkennen. Ich kann auf die Entfernung hin Bilder im Nachgang heranzoomen, Details erkennen. Das hat
wirklich eine sehr, sehr gute Qualität, kann ich nicht meckern. Auch die Schwarz-Weiß-Aufnahmen in der Nacht sind gestochen scharf, die haben mich auf jeden Fall überzeugt. Ich mag ja die Schwarz-Weiß-Aufnahmen auch lieber als diese farbigen Nachtaufnahmen. Und genau da liegt aber der Hund begraben, wenn die Kamera umschaltet auf die Farbnachsicht und den LED-Spotlight aktiviert, gibt es Reflexionen. Die Kamera spiegelt bzw. diese Kuppel spiegelt das Licht innerhalb wider und links und rechts sieht man ja verschwommene Bereiche und kann nicht wirklich mehr was erkennen. Lasse ich den Spotlight aus und die Kamera läuft grundsätzlich im Schwarz-Weiß-Modus, passt das perfekt. Unten links, das seht ihr vielleicht in den Aufnahmen, gab es noch einen leichten Schleier. Ansonsten hat das sehr, sehr gut funktioniert. Nach Rücksprache direkt mit Reolink habe ich die Info bekommen, dass das eben ein grundsätzliches Problem ist dieser Kuppelkameras, und solange das Objektiv in der Kuppel 90 Grad eingesetzt wird bzw. ausgerichtet wird, gibt es keine Probleme, weil das Objektiv mit einer Gummidichtung direkt an der Kuppel dranhängt. Sobald ihr aber das Objektiv ein wenig verschiebt, und das ist ja Sinn und Zweck der Sache, dass ich eben nicht gerade hinterfilmen möchte, sondern mit einem kleinen Winkel nach unten filmen möchte, dann gibt es diese Spiegelung. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Nun ja, wenn ihr großen Wert legt auf die farbige Nachtsicht, wenn ihr wollt, dass die LED-Lampen leuchten, den Bereich erhellen und eben auch farblich aufgenommen wird, dann ist die Kamera nichts für euch. Dann werdet ihr meiner Meinung nach nicht glücklich werden, weil die Reflexionen einfach zu groß sind oder das Risiko, dass ihr diese Reflexion bekommt, ebenfalls viel zu groß ist. Wenn ihr aber sagt, Schwarz-Weiß reicht für mich völlig aus, ihr habt die Beispielbilder ja in meinem Video gesehen, da kann ich alles drauf erkennen, ich kann ranzoomen, das ist völlig in Ordnung für mich, dann ist das durchaus eine Überlegung wert. Mit der IK10-Zertifizierung dieser schlagfesten Kuppel, dieser massiven Befestigung am Holz bzw. an der Wand, habt ihr auch eine Kamera, die durchaus ja im halbprofessionellen Bereich, im Industrieanlagenbereich und dergleichen zum Einsatz kommen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass euch jemand die Kamera stiehlt oder zerstört, ist deutlich geringer als bei einer Domkamera, die da ja nur mit diesen kleinen Halterungen festgemacht ist, die mal schnell herausgerissen ist, wenn sie denn erreichbar ist. Was heißt das für mein Fazit? Nun ja, wie bereits gesagt, wenn euch Schwarz-Weiß ausreichend ist, so wie mir, dann ist das eine gute Kamera. Ich habe zum Beispiel vergleichsweise die 1212A. Das ist meiner Meinung nach ja das komplette Gegenstück, nur ohne die Kuppel, sondern als Bullet-Kamera. Die hat mich so sehr überzeugt, dass ich davon sogar 2 Stück im Einsatz habe. Diese Kamera kann ich auf dem Wege natürlich weiterempfehlen. Für alle diejenigen, die sagen, ich möchte Farbaufnahmen, nein, lasst die Finger weg, dann schnappt euch lieber direkt die Bullet-Version, die 1212A. Die macht einfach bessere Aufnahmen, auch in der Nacht mit Farbansichten. Ich hoffe, mein Video hat euch weitergeholfen. Ich hoffe, dass ihr euch ein bisschen da zurechtfinden konntet, die Aufnahmen gesehen habt. Wenn ihr Fragen an mich habt, schreibt mir einfach unter das Video einen Kommentar. Gebt mir ein Like für mein Video, gebt mir ein Abo, um die neuen Videos nicht zu verpassen. Und wenn ihr wissen wollt, wo ihr diese Kamera bekommt, und auch die anderen Kameras, die Reolink mir zur Verfügung stellt, habt ihr 2 Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist der Sofortkauf, einfach unter dem Video nachschauen. Dort verlinke ich euch die Produkte, das Zubehör, ja alles, was ihr für die Kamera braucht. Und die Möglichkeit Nummer 2 ist das Gewinnspiel. Ihr wisst, die ganzen Kameras werden am Ende der Saison verlost unter meinen Abonnenten. Deswegen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr dieses Video zum Gewinnspiel nicht und ihr seid hoffentlich mit im Lostopf. Ich freue mich auf euer Feedback zu dieser Kamera, zu meinem Video. Schreibt mir einen Kommentar, gebt mir das Like. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.